Eine Saalschlacht ist immer bedeutet. Dann macht ihr das selbstständig und da gehe ich doch nicht als Juniorpartnerin ins Hinterzimmer. Ja? 24 Stunden am Tag dasselbe Gesicht und das kriegen sie auch nicht mehr umgekehrt, Junior-Senior-Partnerin. Dann habe ich gesagt, dann versuche ich das. Frau Hofmeister, wie ist es bei Ihnen? Sie haben natürlich auch den Vergleich noch zu den USA. Haben Sie jemals erlebt, dass jemand sagte, wie kommen Sie auf die Idee zu habilitieren? Nicht wirklich in so einer Form. Eigentlich hatte ich sehr gute Unterstützung. Es war selbstverständlich, dass Frauen promovieren in den Vereinigten Staaten, besonders in Soziologie, mein Feld. Und ich hatte eine tolle Betreuerin für meine Doktorarbeit. Und sie hat uns immer so jede Woche 2 Stunden mit uns gesessen über Forschung und alle Sachen. Und sie hat uns ihre Erfahrung auch erzählt von ihrer Schwierigkeit mit 2 Kindern und ihr Mann ist früh gestorben. Und sie war so eine alleinerziehende Mutter und hat es geschafft, wirklich auf der Spitze zu kommen. So, ich hatte ganz andere Vorbilder in meinen Staaten. Als ich nach Deutschland geflogen bin für eine Konferenz in 2001, und ich hatte eine sehr klare Selbstwahrnehmung als Wissenschaftlerin oder auf Englisch so geschlechtsneutral. Und auf diesen Konferenz, das waren 2 Männer aus Nordamerika, die waren nicht Deutsche, aber das ist in Bremen passiert in 2001. 2 in einer 3-Tage-Konferenz haben versucht, mich zu ihrem Hotelzimmer zu bringen, unter dem Motto, vielleicht ja sollen wir ein privates Gespräch über ihre zukünftige Postdoktor-Habilitationsstellen bei mir in meinem Institut. Und ich war so naiv, also nicht zu verstehen eigentlich, was es los war, weil ich mich nicht so verstanden habe als Frau, junge Frau, schöne Frau, 28, keine Vorstellung von mir selbst in der Konferenzsituation so. Ich habe gedacht, es geht um die professionelle Ebene. Die beiden Männer waren über 60 Jahre alt, hatten Tochter meiner Alter, das ist nie in meinen Gedanken gekommen. Und als ich diese Geschichte, so Gott sei Dank, ich habe dann keine super schlechte Erfahrung gemacht. Es war irgendwie früh genug, dass ich habe bemerkt, dass es nicht in Ordnung wäre und bin losgerannt. Es ist eine längere Geschichte, weil hat mit ich spare die Zeit, aber auf jeden Fall, ich habe meine Betreuerin, meine Doktormutter, wie es auf Deutsch gesagt ist, erzählt und andere. Und die Response, was ich höre von anderen, ist, was hast du denn getragen, um so viel Aufmerksamkeit auf mich zu bringen? Und es war überhaupt nicht provokativ, aber auf der anderen Seite, egal was ich getragen habe, so war ich professionell auf einer Konferenz, es war egal. Und meine Doktormutter hat gesagt, du sollst besser wissen, oder sie soll besser wissen. Sie meinte, irgendwie sollte ich auf die Idee selbst gekommen sein, dass sowas passieren konnte, aber es nie in meinen Gedanken. Deswegen sage ich, die jungen Frauen, sowas passiert in 2001 mir, es kann wieder passieren, vorsichtig, immer in offenem Raum, immer in Sprechstunde mit den Tür offen, einfach deutlich sein, weil es geht immer für manche, nicht für alle, aber für manche, diese Gedanken, so Frauen sind für Sex und nicht wahrzunehmen als Wissenschaftlerin oder Wissenschaft, so in unserer Arbeitsinstitution. Leider ist es. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich eine Stellenanzeige des Studierendenparlaments AStA hier in Aachen gefunden. Da hieß es Gleichstellungsprojektbeauftragte oder Beauftragte gesucht. Ansprechpartner für Studierende, die aufgrund ihrer Rolle als Mann oder Frau beteiligt sind, ausdrücklich Mann oder Frau gesucht. Denn es soll keine einseitige Interessenvertretung wie beim Frauenprojekt geben. Habe ich mich gefragt, sind die Studierenden von heute hier in Aachen reaktionäre Knochen oder ist die Emanzipation schon so gelungen, dass man sagen kann, Frauenprojekt brauchen wir nicht, Frauenprojektbeauftragte brauchen wir nicht. Die sind ja als Prorektorin auch mit Gender hier in Aachen befasst. Wie nehmen Sie so eine Stellenanzeige wahr? Ich glaube, die Wahrnehmung von was Geschlechtsverhältnis in dem Arbeitswelt und wie das wirklich ist und was noch los ist, ist noch nicht so eine Realität für die Studierenden. Ich glaube, die erleben oft, die haben gleiche Access zu den Professorinnen und Professoren, die merken als weniger Professorinnen als Professoren, aber das wird sich über die Zeit, über die Jahrzehnte erledigen, als mehr von uns, die mehr Promotion, Frauen, die jetzt sehen, die glauben in 10 Jahren, die werden auch Professorstellen sein und so weiter. Und so es ist nur später, als man dann vor der Frau entdeckt, hey, es gibt Möglichkeiten, dass die Wahrnehmung ist noch da. Ja, mich hat es nur gewundert, weil es offensichtlich in der Studierendenschaft eine andere Mentalität gibt als
also in vielen Projekten, die Aachener RWTH macht ja relativ viel, Integrationsbeauftragte oder Gleichstellungsbeauftragte, Sie als Prorektorin, das sind ja sogar 3 Stellen, die sich hier mit Frauenförderung beschäftigen, aber ist das in der Studierendenschaft so angekommen, wenn ich sage? In manchen Ecken, aber ich möchte sagen, dass Männer können auch für gleichgeschlechtliche, so gleichberechtigte Sachen stehen. Sorry, mein Deutsch ist ein bisschen, ich bin müde. Nach einem vollen, spannenden Tag, was wir heute haben. Das ist etwas, was wir wirklich brauchen, dass Männer jetzt sich auch engagieren für Themen von Gleichheit. Und nicht, dass Männer können diese Stellen ausnutzen, um die Situation von Frauen noch schlechter zu machen, aber wir müssen vorsichtig auch sein, in welcher Weise machen wir als Universitäten, machen wir als Gesellschaft Benachteiligung für Männer auch in unseren Erwartungen von ihrer Haltung in der Welt und was wir von den Männern fordern. Auch finde ich jetzt ungesund eigentlich. Frau Dr. Inke, in der Forschung zum Thema Frauen und Männer und ihre Chancen in der akademischen Bildung wird viel von der Leaky Pipeline gesprochen, von der leckenden Pipeline. Zwar zum Beispiel, die ich Ihnen entnehme, ein Zitat, das von Ihnen stammt, 56% der Abiturienten sind weiblich, aber nur 9% sind dann Erstsemester in der E-Technik. Wie kommt dieser Krieg zustande? Wo kommen diese Löcher her in diese Pipeline hinein? Die Leaky Pipeline bezieht sich jetzt nicht auf die unterschiedlichen Fächer. Das, was Sie jetzt nennen, ist ein sehr starker Unterschied, der zum Teil eben auch mit dem Rollenverständnis zusammenhängt, was Frauen und was Männer studieren. Und da fällt eben immer noch auf, das merkt man hier natürlich besonders an einer technischen Universität, dass diese technischen Fächer, Maschinenbau, Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, also insbesondere Elektrotechnik, da ist es besonders ausgeprägt, immer noch als typisch männliche Fächer gelten. Und dass Frauen dort nicht hineingehen, hängt sicher mit vielen Gründen zusammen. Zum einen fehlende Vorbilder. Also man hört viel, ich habe früher mich betreut bei der Hannover Messe, so Stände, wo es darum ging, eben auch jungen Frauen oder Schülerinnen so Interesse an Technik, an Naturwissenschaft zu wecken. Und da reagieren Schülerinnen häufig so, dass sie sagen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich kenne niemanden aus meinem Umfeld, keine Frau, die das macht. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das geht. Und ich weiß von Studentinnen, dass sie häufig sich auch fremd fühlen. Also sie kommen dann in einen Hörsaal, sagen wir mal im Maschinenbau, sitzen 400 Studenten und da kommt dann eine Studentin rein und es wird gepfiffen. Also dieses Empfindung eben auch, ich werde jetzt eben nicht als eine Mitstudentin im Sinne von einer Kollegin wahrgenommen, sondern eben als Frau. Und im Sinne von Sexobjekt oder irgendwie störend. Und dieses kann Frauen sehr belasten, sodass das also ein wirkliches Problem im Studium sein kann, selbst wenn die Frauen motiviert sind. Wenn Frauen in so etwas hineingehen, ist es häufig so, dass sie in ihrem Umfeld motiviert sind dadurch, dass zum Beispiel die Väter Ingenieure sind. Also man hört das häufig, dass sie dann sagen, ich habe das von Anfang an, habe ich eben das kennengelernt, das hat mich immer interessiert, deswegen mache ich das auch weiter. Aber das ist eben ein Teil, der dazu führt, dass also in diesen Studiengängen weniger Frauen sind. Das andere, die Leaky Pipeline, ist etwas anderes, das bezieht sich darauf, dass viele Frauen eben studieren, also über 50% ja eben insgesamt auch nachher im Schnitt in Europa Studienabschlüsse machen, dass aber nachher relativ wenige in den höheren Positionen übrig bleiben. Und das hängt eben damit zusammen, dass Frauen einmal nicht diese geradlinigen Karrieren machen, sondern es immer noch so gilt, dass sie eben eher unterbrechen aus Familiengründen oder eher mitziehen, wenn der Mann eine Karriere macht. Also dass beide, das nimmt ja auch zu, dass eben beide im wissenschaftlichen Bereich tätig sind und dass die Frauen sich dann aber eher danach richten. Und an ganz unterschiedlichen, wir haben ja einige Punkte schon angesprochen, ganz unterschiedlichen Mechanismen, die alle gemeinsam dann diesen starken Effekt haben. Die einzelnen Effekte sind also zum Beispiel Berufungsverfahren, die nicht transparent sind, die Neigung, homologe Gruppen zusammenzustellen. Also dass Männer sich wohler fühlen, wenn sie eben ergänzen im Kollegium jemand, der zu ihnen passt. Und der zu ihnen passt, ist eben der ähnliche Mann. All diese Dinge, die im Einzelnen vielleicht nur geringe Prozente ausmachen, führen in ihrer Gesamtheit dazu, dass am Ende eben nur noch auf den höchsten Positionen im Professoren- und Professorenbereich eben nur noch etwa 10 bis 15%, je nachdem in welchem europäischen Land wir das jetzt angucken, übrig bleiben, bis eben auch weniger Ausnahmen. Es gibt einige Länder, wo das besser aussieht.